Allergie. Die Antikörperserotonin macht Depression und macht Rheuma. Immer dann, wenn so organische Sachen kombiniert sind mit psychischen, wissen Sie ja, ist das ein Hinweis auf eine Vergiftung. Und hier sehen Sie den See durch Lindan, der ist viel heller als der durch PCP. Hier dieser See. Das Zettel fällt mir gerade ein, da hat irgendeine Zahnärztin in Berlin mir einen ellenlangen Brief geschrieben und hat gesagt, da gibt es jetzt einen in München, das Zettel 81 und so weiter, München, der befundet Panoramabilder nach ihrer Anweisung und findet da Holzschutzmittel drin und dies und jenes und macht daraufhin Behandlungsvorschläge für Leute, das ist doch kriminell. Dann habe ich darauf geschrieben, machen Sie es halt selber. Neid, Fragezeichen. Und habe ihr die Liste der Veröffentlichungen mitgeschickt. Habe mir auch Fotokopie gemacht, weil es so lustig ist. Solche Sachen veröffentliche ich dann irgendwann einmal. Weil ihr wollt ja auch mal was zu lachen haben. Wie die Zahnärzte, wie Hyänen auf die anderen losgehen. Ja, jetzt ist das Ganze belassen worden bei der Abiturientin und weil es wunderschöne Zähne hat. Gell? Also das darf man nicht vergessen. Das sind traumhaft süße Zähne, in die ich mich auch ganz fest verliebt habe und mir gesagt habe, um Gottes Willen nichts machen hier. Aber jetzt ein paar Jahre später sieht man ganz deutlich, das Lindan ist wesentlich leichter geworden, das ist wesentlich besser geworden, aber der Sechser ist jetzt massiv behärtet. Und sowas macht Allergie. Der Sechser ist so der Immunzahn, der entweder Magenschichten macht, so Nahrungsunverträglichkeiten, oder Allergien macht. Und der Riechnerv, der verantwortlich sein kann für so Multiple Chemical Syndrom, so Geruchsüberempfindlichkeit, der ist wesentlich deutlicher gereizt als damals, da war noch nichts los. Da war ein deutlicher Amalgamspiegel drinnen. Der ist jetzt, nachdem das Amalgam ein paar Jahre draußen ist, da waren bloß so kleine Flussfilme drin, ist der Amalgamspiegel jetzt fast weg, aber jetzt kommen die Spätfolgen raus. Jetzt sieht man dicke Behärtung hier am Sechser, der muss eiligst raus. Und der Fünfer, der macht halt, oder der Vierer ist es, der macht halt Probleme. Gell? Also Fünfer, Vierer, Dreier, das da oben ist alles nicht in Ordnung. Gell? Also wahrscheinlich ist der Vierer tot hier und hat die Nachbarzähne in Mitleidenschaft gezogen. Also muss man sicher den Sechser raus, vielleicht zuerst den Vierer raus und der Vierer stirbt auch scharf. Also Vierer sind die Hormonzähne, da gibt es Schwierigkeiten mit der Regel, da gibt es Probleme mit der Bauchspeicheldrüse, gibt es Schilddrüsenprobleme, da werden dann die Leute gereizt und bös und streitsüchtig und es gibt natürlich auch so Eierstock, Gebärmutterprobleme. Es holt dann die L ab. Nein, das war bloß eine Abkürzung, die Betreffende weiß das schon. Seid nicht so neugierig. Diese 15-Jährige hier hat von der Mutter alles mitbekommen, hat Infektanfälligkeit, hat EEG-Störungen, hat Flair-Syndrom. Die Mutter hat 2 Amalgam in der Schwangerschaft gehabt und das Mädchen hatte nie Amalgam selbst, hat aber hier einen ganz dicken Amalgamspiegel, obwohl sie selbst nie Amalgam hatte. Und da sehen Sie jetzt zum Beispiel so einen Milchzahn, der von seinem Nachfolger völlig aufgefressen wurde. Das sind die Zähne, wenn man da hinschaut, dann fallen die raus. Wenn es gefüllt wären, nachher wäre das Ganze ja den nächsten Zahn übergeben. Ach ja, und dazu habe ich jetzt von dem Mädchen das Kernspiel. Und da sehen Sie von der Mutter das Flair-Syndrom.
Also das ist der Kleinhirn, Brückenwinkel, sagt man Kleinhirnrand und Stammhirn. Das ist also ausgesprochen interessant. Man kann aufgrund dieses Bildes immer sagen, ob die Mutter eines Kindes Amalgam hatte zum Zeitpunkt der Schwangerschaft und wie viel die hatte. Also das entspricht jetzt nicht 2 Amalgams. Allerdings in der Schwangerschaft, wenn die ausgetauscht wurden, dann weiß man nie, wie viel da jetzt wirklich rübergehen wurde. Und die 15-Jährige hat schon die Messwert im Kopf drin, was ja jahrelang oder jahrzehntelang stumm verlaufen kann. Dann ist ja die Milchzähne, die mit Amalgam gefüllt sind, früher zu ziehen, oder? Das hängt von der Klinik ab. Also ein Zahn, der gefüllt war, zu entgiften geht eigentlich nur mit Ziehen. Alles andere ist völlig anders. Wenn es also wirklich gut eine Ursache bekämpfen wollen, dann nur mit Ziehen. Man wird es aber nur dann machen, wenn auch wirklich der Patient motiviert ist, und der wird nur dann motiviert sein, wenn er schwer krank ist. Sie wissen ja, wir tun ja immer nur was für uns, wenn es eigentlich schon spät ist. Und deswegen richtet sich die ganze Medizin danach, dann halt was zu machen. Du fasst nachher mit die Bilder her, das machen wir nicht zu Hause. Hyperaktiv lässt unter sich alle 14 Tage ausrasten. Und wie alt ist diese Petra? 14. Wie viel? 14. Armes Kind, gell? Die Weisheitszähne kann man noch nicht daraus machen, außer der Tapauer widerspricht und sagt, ja, das kann ich schon. Wenn es wenn man hinkommt? Wenn man hinkommt, ja. Ist auch noch nicht beherdet, aber was hier auffällig ist, dass sämtliche Vierer beherdet sind. Man kann in dem Fall gar nichts machen. Ich weiß, wie blöd das klingt, gell? Aber ich möchte Ihnen nie einen Eindruck erwecken lassen, dass man alles beseitigen kann. Man kann mit der 14-Jährigen, die hat traumhaft schöne Zähne, die hat einen schönen Biss, da kann man jetzt nicht rummetzgern und irgendwas rausrufen. Die hat natürlich einen dicken Nierenherd, deswegen lässt sie unter sich. Vielleicht kann man beim biologischen Zahnherd der Zahnarzt da anspritzen lassen, um ein bisschen die Heilung zu fördern, aber im Grunde genommen kann man da nichts, da kann man erst, wenn die 17 oder 18 ist, einen Vierer ziehen. Unglücklich ist natürlich, weil das verhindert mit Sicherheit, dass die ein Kind kriegen, wenn die Vierer beherdet sind. Die Vierer sind für die Kinderlosigkeit verantwortlich. Aber wir haben ja auch noch jemanden, der das hat. Da habe ich einen Sohn hinten gesehen, da war der Herr Kleiner sprachlos. Der Sohn ist mal ganz lieb, aber er hat große psychische Probleme. Er ist noch ein bisschen dicker als ich. Und ich lasse mir die Angehörigen auch, schaue ich an, weil ich habe die Faustregel. Wenn 2 zusammen sind, dann nur, wenn es dieselbe Krankheit oder dasselbe Missgeschick haben. Und wenn zu mir ein Kranker kommt, hat die Begleitperson in der Regel wesentlich mehr Ursachen im Körper als der Kranke. Bloß der Kranke wuselt halt mehr. Und so war es auch hier. Ja, ganz brave Mama, schwer krank, dicke Nickelallergie. Da haben wir die Züricher da unten ein Kunstgebilde reingesetzt und habe gesagt, jetzt tun sie den Nickel-Oberkieferprothese wenigstens raus. Die hinkt da an so einem Goldzahn und dann nackelt's und da geht die nicht raus. Und dann habe ich gedacht, hoppla. Dann habe ich sie am nächsten Tag zum Vertreter von Caparo geschickt und der hat die dann abgehoben und dann mit dieser Prothese der eine Zahn rausgegangen, der war nur im Zahnfleisch gesteckt. Und da ist ja noch ein Zahn drin, der dick, wo die Wurzel abgebrochen ist. Halt, mit so einem Dreck laufen die Leute rum. Unter der Prothese lauter Eiter und Pilze, also dass die Leute einen Mundgeruch auf 5 Meter haben, darf man sich nicht wundern. Gell? Aber solche Leute gehen halt auch nicht zum Zahnarzt. So, das kommt jetzt, fehlt Bild der Mutter. Auch wieder ein Kindamalgam von der Mutter mit einem ganz dicken Amalgamspiegel. Sie sehen, das Kind, wie alt ist denn das? Mariel, Mensch, der
Alter. Ja, das sagen wir auch 50 ungefähr. Ganz viel Amalgam nur von